Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, was es technisch alles braucht, damit so ein Simulator hinter mir überhaupt funktionieren kann. Und heute haben wir die grosse Ehre, dürfen 3 Piloten über die Schulter schauen bei ihrem Training. Kommt mit! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Nico Zimmermann und für mich geht heute ein Kindheitstraum in Erfüllung, weil ich heute Teil von einer Trainingssession im A350er Simulator sein. Kommen mit, es wird sicher mega spannend. Hoi Dennis! Hi Nico! Hey, danke dir vielmals, dass wir auf den Besuch vorbeikommen. Ja, sehr gerne und willkommen im Simulator von unserem zukünftig modernsten Flieger, den wir haben. Was haben wir heute geplant? Heute haben wir eine Trainingssession vor mit 2 Instruktoren und lass uns doch schauen. Hey, mega gerne, ich kann es kaum erwarten. Let's go! Nach dir! Swiss 351, the wind is 230 degrees, 10 knots, runway 16, circulate for takeoff. Clear for takeoff, runway 16, Swiss 351. Ready? Wind vor rechts, ready. Fuel, time, Fuel check. takeoff. Wenn Sie sehen, ist sie gestartet. Ja. Sie machen jetzt den Start auf dem 16. I have control. Der Heinz ist am Fliegen. Manflag 61, S-Flash runway, S-Flash blue. Check. Straße. Und ich mache dahin das Szenario parat. Jetzt kann ich da irgendetwas auswählen, das spielt auch keine Rolle was. Ja. Einfach, dass wir am Schluss etwas haben, was Sie können, 100 knots. das Ausweichmanöver fliegen. Du willst jetzt andere Flugzeuge planen, die in der Nähe wären. Genau. Und jetzt heben wir ab. Genau, jetzt heben wir ab. Close your plane. Es ist mega krass, wie realitätsnah es vor allem auch aussieht, wenn man da reinhockt und raus kann schauen. Das ist crazy. Ja. Und das gibt dann auch das Gefühl, wie es tatsächlich dann ist. Ja. Dann hat man irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass man in einem Simulator drin ist. Plan, Das ist dann echt, ja. So, dann würde ich jetzt das Szenario aktivieren. Ja. Das kann ich da mit einem Klick da drauf aktivieren. Dann geht es jetzt 1 Minute und 40 Sekunden, bis wir die Kollisionswarnung quasi haben. Ja. Oh wow. Das Kollisionswarnsystem. Traffic. TCAS Genau blue. das. Traffic. Man wird gerade irgendwie ein bisschen nervös. Man weiss, es ist eine Simulation, aber irgendwie wird man Jawohl, trotzdem schon nervös. 6 Flüger on the nose. 500 Fuß Plus tief. 1500. Speed, regular Was machen speed. Sie jetzt bei so einer Traffic-Warnung? In dem Moment sehen Sie da vorne, dass es TCAS Blue ist. Also die Buchstaben TCAS, die sind in Blau. Das heisst, der Flieger hat... Maintain vertical speed. TCAS. Swiss Maintain. 351, TCAS RA. So, 351, copy, thank you. Das heisst, der Mode wird aktiviert, der Mode wird armiert in dem Sinn zuerst. Und was ihr jetzt gesehen haben mit dem Climb, das ist nachher dann, wenn die Automatik übernimmt und der Mode für das Ausweichmanöver Clear of conflict. effektiv selber geflogen Speed, wird. regular speed plus Und 1000. der Clear of TCAS Conflict blue. bedeutet, dass jetzt der Konflikt aufgehoben ist. Also Sie können jetzt wieder normal weiterfliegen, wenn ihr etwas clear Ziel from complete. So, 351, that's copy, thank you very much. And apologies for the traffic, it's quite dense traffic today in the area. No problem, Swiss 351. All start, check. Das war jetzt ein Szenario, wo man den Unterschied gesehen hat von einem 330 auf einem 330. Wie wir im Briefing ja schon besprochen haben, dort hätten wir das alles manuell geflogen. Dort hätten wir auch die Automatik abstellen und das Ganze von Hand fliegen. Da jetzt in diesem Szenario auf dem 350 macht er das alles automatisch. Also wir haben durch das viel mehr Ressourcen, um das System zu überwachen und sind jetzt selber damit beschäftigt, um den Flüger zu fliegen. Das erleichtert es natürlich auch auf eine gewisse Art. Das oder? ist so, gerade speziell in so einer kritischen Situation. Jetzt haben wir das zweite Szenario, das wir simulieren dürfen. Was haben wir geplant, Dennis? Also wir haben geplant, dass wir starten auf der Piste 16 wieder in Zürich und wir simulieren einen Burst Strike, also sprich einen Vogelschlag. Das kann passieren in der Nähe von einem Naturschutzgebiet, wie der Flughafen Zürich ist. Das ist etwas, was auch ab und zu mal tatsächlich passiert. Nicht immer mit den Auswirkungen, wie wir es jetzt hier simulieren. Was kann passieren bei einem Vogelschlag? Der kritischste Einschlagpunkt in dem Sinne ist das Triebwerk, weil das läuft unter voller Leistung beim Start oder nahezu voller Leistung. Und entsprechend empfindlich ist das Bauteil dann auch. Bei uns in der Flotte sind aber alle Flugzeuge so ausgelegt, dass sie auch nur mit einem Triebwerk weniger fliegen können. Ja, das ist korrekt. Ja. Das heisst, das bringt das Flugzeug nicht zum Abstürzen, Nein. geht direkt im Burst Strike. Nein. Sehr spannend. Darf ich das echt mal schnell auslösen? Ich habe gesehen, du hast es schon mal ein bisschen voreingestellt. Wir sind wieder am Flughafen Zürich. Das ist am Flughafen Zürich, genau. Das sehen wir da vorne bei den Kollegen. Du kannst auf der linken Seite auf Failure drücken. Der Link, ja, Failure. Dann kannst du einen Powerplant auswählen. Yes. Dann kannst du oben dran den Engine Fail Damage Aha. auswählen. Dann wählen wir das Nummer 1, das ist der obere. Das ist der links oder rechts? Das ist der Nummer 1 ist der links. Ja. Dann kannst du auf Arm. Arm. Genau.
Dann kannst du bei Indicated Airspeed Ja. da kannst du das Pulldown-Menü drücken, dann Noch Crosses. Jawohl. Und jetzt kannst du 153 eingeben. Ja. Das ist die Das ist die Entscheidungsgeschwindigkeit. entscheidungskritische Geschwindigkeit. Genau, das ist die Entscheidungsgeschwindigkeit. Ja. Da kannst du dann auf Arm drücken. Ja. Und wenn sie jetzt startet, dann wird das automatisch passieren. Also ich kann mich durch das konzentrieren darauf, wie sie den Startablauf machen. Und der Simulator macht das für mich. Und jetzt deine nächste Aufgabe ist eigentlich, würdest du wieder Tower spielen und ihnen die Startbefehl abgeben. Super, dann Probiere lasse das so realistisch wie möglich zu machen, Dann aber wenn lasse ich selber ich keine ATC ausbilden kann. Ja. ich- Das ist doch gut. Swiss 351, the wind is 230 degrees, 10 knots, runway 16, you're cleared for takeoff. Lift 116 Swiss 351. Pronto. Wind von rechts, Frontstop. Fuel, time, take. Ich bin gespannt, wie es wird aussehen. You have control. I have control. Hört man es jetzt dann? Der Knall? Flex 61 SRS runway is suspect. Check. Thrust set. Sobald du V1 sagt, dann wird es passieren. V1. Rotate. Engine trouble. Frequent. Fly. Full heading. Positive climb. Gear up. Full heading. It's good. Gear up. Fly squid. Heading Swap has to be secondary. That can exit. Engine 1 fail. Check. Manage Second nav. aircraft. Nav April 16, 10. Check. Autopilot 2. Port stations, cabin port stations. Confirm. Check. Mayday, Swiss 351, engine failure. We do the PBNAOS via wind. Es gibt dem ATC Bescheid. Swiss 351, your maiden call is complete at time 1208 to proceed as proposed, and the airspace is yours up to flight level 150. On airspace up to level 150. Thank you, sister. Willst du das Repositioning? Ja, mega gerne. Also, Hey, ich könnte da den ganzen Tag drücken, das finde ich mega cool. Piloten, Instruktor wäre Ja. etwas für dich. Hey, wirklich? Hey, vielleicht? Dann kannst du sie auf dem 12-Meilen-Final 1 Meile links vom Track. Ah, ja. Genau. Dass sie noch ein bisschen Kurven machen, Genau. bevor es dann landet. Und dann kannst du jetzt dort auf Reposition. Reposition. Ja. Jetzt wirst du vorne schnell weiss. Also jetzt sind sie wieder am Fliegen, Genau. kurz vor Zürich. Genau. Glide slow. Jetzt sehen Sie da vorne. Blue lock star. Erst ist auf der linken Seite. Ah ja, das das ist ist nicht richtig. sichtbar. Genau. Autopilot 1 and 2. Das Check. ist die Idee, dass sie Die auf müssen wir machen. die 16 landen. Station 200 to go. Dann kannst du ihnen die Landeclearance geben. Swiss 351, Wind 230, 10 knots, Runway 16, clear to land. Wir werden hier etwas anderes gemacht haben. Hey, ich gehe gerne mal im Tower vorbeischauen. 200. Minimum Vorher sehen wir einen Tower und wir müssten sogar mein Büro sehen, oder? 100. Ja, das ist eher um eine Ecke rum. Das ist noch weiter hinten. 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Die Oil. anderen Airlines stehen auch umeinander. Reverse green. Verrückt. Also steht da richtig das Ganze, ja. Diesel. Dann holen wir jetzt mal die Feuerwehr. Wo kommen wir jetzt? Ah, nicht vorne, können wir Ja, jetzt das haben wir von anfahren. vor und von der Seite her kommt noch einer. Ja. So lustig. Ich bin wirklich erstaunt, wie detailreich das ist. Also es ist nicht nur der Flug an sich, sondern eben auch der Flughafen mega detailliert. Das Cockpit sowieso, aber es ist mega detailliert und das finde ich mega In diesem spannend. Simulator ist vor allem das Interface, wie wir es hier sehen, also das Ganze, wie wir es vorhanden könnt bedienen dann auch. Swiss 351, I see you have stopped on the runway, thank you very much, and that concludes your session of today. Danke vielmals. Nach unserer Session im Simulator gibt es jetzt standardmäßig ein Debriefing. Unsere Piloten haben bereits gestartet und wir dürfen jetzt für den letzten Part noch schnell joinen. Ihr habt bereits gestartet mit dem Debriefing, wenn wir ganz kurz noch stören. Ich habe gesehen, ihr schreibt schon ganz viele Sachen aufs Whiteboard auf. Was ist der Inhalt von so einem Debriefing? Also beim Debriefing schauen wir zurück auf das, was wir gemacht haben im Simulator. Das ist unter anderem das Otto-TCAS, das wir im Simulator auch gesehen haben. Da schauen wir nochmal zurück, das nochmal Revue passieren lassen. Und am Schluss machen wir ein sogenanntes Crew Center Debriefing, wo jeder Trainee kann sagen, wie er die Zielerreichung sieht, was so Key-Events waren, also Sachen, die besonders eindrücklich waren oder eine Erkenntnis war, Sachen, die gut gelaufen sind, Sachen, wo wir sagen, ja, da wollen wir vielleicht noch daran arbeiten. Und am Schluss des Debriefing machen wir sogenannte Take-Home-Messages. Das sind
immer Erkenntnisse, die wir machen, mit der Frage von, wenn ich wieder in diese Situation hineinkomme, dann mache ich das und das. Das ist so ein bisschen die Mechanik dahinter. Ich sehe, es fehlt noch ein Teil auf dem Whiteboard. Was fehlt da gerade noch mit dem W und dem D? Was jetzt noch fehlt, sind die beiden Take-Home-Messages von Heinz. Das W steht für «wenn» und das D steht für «dann». Ja. Also wenn er wieder in eine Situation hineinkommt, wie wird er die zukünftig machen? Was nimmst du mit als Take-Home-Message to improve? Wenn ich Automodes im Abnormal Case habe oder feststelle, das ist ja deutlich anders als auf dem A330 und auf dem A340, dann will ich in erster Priorität das Augenmerk legen auf das Überwachen vom FMA und dann als zweites intervenieren, wenn nötig. Take-Home-Message positiv. Ich habe festgestellt, dass es sehr feine Inputs braucht beim Fliegen. Wenn ich von Hand fliege, steuere ich mit bewussten, feinen Inputs, insbesondere im Pitch. Gut. Ja, vielen Dank. Durch mir sehr gute 2 Take-Home-Messages. Und ja, vielen Dank für die Offenheit hier im Debriefing. Hat mich sehr gefreut. Und ich muss sagen, ich nehme auch ganz viele Take-Home-Messages mit. Ich habe es mega spannend gefunden, wie ausführlich das Training ist und wie in so einem Simulator trainiert wird. Ich glaube, das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen als Außenstehende. Also danke dir vielmals, Dennis, dass du uns da mitgenommen hast. Danke euch beiden vielmals, dass wir vorbeischauen bei eurer Trainingssession. Und many happy landings. Sehr gerne und jederzeit wieder. Mach's gut. Tschüss Dennis, tschüss miteinander. Also heute war ein einmaliges Erlebnis und es ist schön zu sehen, wie sich unsere Piloten und Pilotinnen auf die Ankunft von unserem A350er vorbereiten. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Swiss Behind the Wings und bis zum nächsten Mal.